Ich bin der Jens Klaasen, Sales Specialist fürs Data Center bei der Evolar und heute zeigen wir euch, wie ihr aus der neuen Subscription für die vCloud Foundation wie auch das vSphere Foundation einen Mehrwert generiert, indem ihr die Inhalte und die bestehenden Tools besser nutzt. Eines davon ist das ARIA Operations Dashboard und viele fragen danach, dass man Sustainability, also Nachhaltigkeitsthemen, darstellen sollte. Und genau das zeigen wir euch heute, wie das funktioniert. Nun zeigen wir euch das Ganze auch nochmal hier am Lightboard und dazu habe ich meinen Kollegen, den Sebastian Diehl, mitgebracht. Sebastian Diehl ist bei uns Unit Lead für Core Virtualization. Sebastian, danke, dass du hier mitmachst. Sehr gerne. Wir wollen heute auf den sogenannten Green Score eingehen. Der Green Score ist die große Anzeige, die Hauptanzeige im Sustainability Dashboard und haben das hier mal so ein bisschen vorbereitet, wie der Green Score sich zusammensetzt, wo der herkommt, wie die Daten hier zusammenlaufen. Ja, denn das kann man grundsätzlich in zwei grobe Bereiche unterteilen. Da gibt es einmal den Bereich, auf den man einen sehr guten Einfluss hat. Da geht es um Effizienzgeschichten, es geht um Virtualisierungsgrad, aber dazu gleich mehr. Und es gibt Dinge, auf die man natürlich nicht so viel Einfluss hat. Da wollen wir jetzt drauf eingehen. Genau, also der eine Bereich mit weniger Einfluss wäre dann zum Beispiel die Energie. Das heißt, die Stromzulieferer, die Stromlieferanten. Und da gibt es ja sogenannte Ökostromanbieter, die auf Windkraft oder auf Wasserkraft setzen. Also das ist schon mal ein großer Faktor. Und dieser Faktor ist mit 37,5% dabei. Ne? Ja, nicht zu vernachlässigen. Ja. Demgegenüber steht auch nicht so beeinflussbar die Hardware. Die Hardware schlägt mit insgesamt 12,5% zu Buche. Da geht es darum, dass so ein Server ja nicht vom Himmel fällt, sondern auch der muss irgendwo produziert werden. Der muss auch irgendwie in das Rechenzentrum kommen und da fallen natürlich Emissionen an. Der nächste Teil, die nächsten 50%, da haben wir wiederum Einfluss drauf. Ja. Das heißt, da können wir gucken, wie wir das optimieren, was wir da rausholen. Und da sind wir mit 22,5% bei der Arbeitslasteffizienz. Ja. Da hast du vollkommen recht. Und diese 22,5%, das klingt auf den ersten Schritt natürlich nicht so viel, als würde das viel ausmachen, aber das ist der vielleicht stärkste Hebel, an dem man drehen kann. Denn da geht es hauptsächlich darum, wie sorge ich dafür, dass meine VMs performant laufen und gleichzeitig nicht zu viele Ressourcen verzehren, die sie gar nicht brauchen. Ja, da kenne ich jetzt aus meiner langjährigen Vergangenheit so ein bisschen diese sogenannten Zombie-VMs, also virtuelle Maschinen, die im System laufen und keiner benutzt sie mehr. Oder der Klassiker im Storage-Bereich, Snapshots. Ja. Jeder, der eine Umgebung betreut, dem ist das vermutlich ein Begriff, ja, und Genau. weiß, wie viel Arbeit das sein kann, da hinterher zu räumen. Ich mal das hier mal kurz rein. Ja. Da muss man sich aber auch gleichzeitig Gedanken drüber machen, dass man gewisse Overcommitments nicht überschreitet. Ne? Also viele dieser Dinge sind immer in einem Kontrast zu sehen. Da muss man einen guten Mittelweg finden zwischen Ressourceneffizienz und natürlich auch Performance, die man seinen virtuellen Maschinen oder Containerlösungen zur Verfügung stellen will. Genau, bei den Ressourcennutzungen ist es so ein großes Thema mit Overprovisioning, Right-Sizing. Das heißt, dass man hier auch schon im Design am Anfang Einfluss drauf nehmen kann. Aber wir sind ja in der virtuellen Welt. Das heißt, ich kann das auch regelmäßig validieren. Ist das noch im richtigen Modus? Habe ich noch genügend RAM-Memory? Wie ist denn die Auslastung dazu? Und da helfen natürlich auch solche Dashboards, das für sich selbst regelmäßig zu auditieren, möchte ich mal sagen. Ja, dass man darauf aufmerksam wird. Ja, jeder, der sich im ARIA Operations Umfeld bewegt, kennt vermutlich die Reclaimable Dashboards, in denen man das ganz gut aufgeschlüsselt sieht. Aber das sind Dinge, wenn man wirklich so grün wie möglich sein möchte, die man auf jeden Fall betrachten muss. Ja. Genau. Ein Punkt wäre noch, auch mit sage und schreibe 15% hier dabei. Virtualisierung selbst. Das heißt, wie hoch ist der Virtualisierungsgrad? Habe ich vielleicht noch Bare-Metal-Systeme, wo man, wie wir alle wissen, nicht so sehr effizient seine Software bzw. seinen Workload drauf betreibt? Ja, das ist einmal natürlich der Workload selbst, der da mehr Ressourcen benötigt, als er tatsächlich braucht, wenn man es virtualisiert. Aber wenn man sich Hardware einspart hier,
weniger Hardware ist dann natürlich auch wieder ein Faktor, ne? Genau. Das eine System ist, ich sag mal, tagsüber aktiv, kann dann dieselbe Hardware benutzen. Das andere System nachts, in der Nacht, macht irgendwelche Berechnungen oder jetzt im AI-Umfeld wird da trainiert und tagsüber wird es quasi benutzt. Also solche Ideen kann man da durchaus drauf anwenden. Ja. Dann haben wir, also das sind viele der Dinge, über die wir gerade gesprochen haben, die im System schon vorkommen. Aber wir haben uns ja auch Gedanken darüber gemacht, wie macht man sich so ehrlich, dass man auch externe Datenquellen zu diesem Greenscale hinzuzieht. Denn jeder von uns weiß, diese Server, die existieren ja auch nicht im luftleeren Raum oder laufen im luftleeren Raum. Da gibt es zum Beispiel ein Rechenzentrum, da wird es warm und da wird es... Dann brauche ich wieder die Klimaanlage, ja, die dann das entsprechend kühlt. Und wir leben ja im Zeitalter des IoT und dass man alles smart macht. Ja. Da gibt es ja dann auch noch ein paar Möglichkeiten. Also eins wäre die Klimaanlage selbst, wo man dann hoffen muss, ist die smart? Es gibt ein paar Anbieter, die das tatsächlich auch unterstützen, ja. Sollte das nicht der Fall sein, gibt es natürlich aber auch sogenannte Smart Meters, die man nutzen kann, um Daten von Geräten, die Strom verbrauchen und die man übertragen möchte, in einen virtuellen Bereich zu übertragen und dann die Daten zu verwenden. Ja. Und damit werde ich natürlich immer granularer in dem, was ich mir da anschauen kann und wo ich Einfluss drauf nehmen kann. Und das schauen wir uns jetzt mal in der Praxis an, in dem Dashboard, was du vorbereitet hast. Sehr gerne. So, dann schauen wir uns jetzt mal vielleicht ein paar Dinge an, über die wir gerade schon gesprochen haben. Ich würde vielleicht anfangen mit den Dingen, die das ARIA Operations schon mitbringt, denn da gibt es schon ziemlich viel, was Nachhaltigkeit angeht. Das sieht man hier direkt auf der Startseite unter Nachhaltigkeit. Da haben wir zum Beispiel die ausgeschalteten VMs, diese sogenannten Zombies, über die wir gerade gesprochen haben. Und da sehen wir hier, da ist eine ganze Menge an ausgeschalteten VMs, 40 Terabyte, die da speicherbar wären. Oder die Snapshots, die wir gerade angesprochen haben, hier 19 Terabyte einspeicherbar. Das heißt, das ist eine ganze Menge, die hier schon einsparbar wäre. Und das ist per Default direkt verfügbar. Genau, hast du vollkommen recht. Das kommt quasi von alleine mit dem vCenter Adapter im ARIA Operations mit. Das Einzige, was man dafür braucht, wie gesagt, eine laufende ARIA Operations Instanz und ein integriertes vCenter. Oder mehrere natürlich. Ja. Dann kann man sich das Ganze hier schon anschauen. Die Daten für den Stromverbrauch unter anderem, den finden wir auch schon im System. Da werden wir uns nämlich mal hier die vSphere World anschauen. Das ist im Prinzip die oberste Instanz, die alle vCenter zusammenfasst. Dann gibt es für die vSphere World auch schon Metriken für die Nachhaltigkeit, die hier zum Beispiel sagen, wie ist mein Stromverbrauch über alle Hosts, die ich im ARIA Operations angebunden habe. Und das ist ja eine der Daten, auf die wir auch Zugriff haben wollen. Genauso wie den Stromverbrauch sehen wir hier auch die CO2-Emissionen. Die Graphen sehen relativ gleich oder beziehungsweise gleich aus, weil sich das natürlich aufeinander bezieht. Der Faktor ist da etwa die verbrauchte Kilowattstunde mal 0,43 ergibt den Verbrauch an CO2 in Kilogramm. Darum sind die Zahlen sich hier sehr ähnlich. Diese Dinge werden wir auch für diese ganzheitliche Betrachtung mit betrachten. Aber dann wollen wir uns nochmal anschauen, wie wir eigene Daten dazu bekommen, um die gesamtheitliche Betrachtung aller Daten hinzubekommen. Externe Quellen wie die Klimaanlage zum Beispiel. Oder Smart Meter. Geht beides, ja. Also zuallererst müssen wir uns an der API authentifizieren. Das funktioniert grundsätzlich so, dass man hier Benutzernamen und Passwort eingibt und dann dieses Token benutzt für die weitere Authentifizierung. Das ist ja eigentlich richtig gut, weil dann nicht Benutzernamen und Passwort übermittelt werden, sondern das Token-basiert stattfindet. Das ist ja schon sehr secure. Alle weiteren Abfragen basieren auf der Token-Abfrage. Genau, dieses Token sieht man dann hier im Header. Wie das Ops-Token und dann das Token hinten dran und damit ist die Anfrage schon authentifiziert. Und dann sehen wir hier,
wir müssen erstmal ein Objekt erstellen, das es noch nicht gibt, und einen Objekttypen, den es noch nicht gibt. Das können wir clevererweise hier beides zusammen machen. Dieser Adapter Kind Key Open API ist einer, den ich ganz gerne dafür benutze, alles, was ich so anrege zu benutzen. Den gibt es auch vorher schon im System, das heißt, den kann man benutzen. Das kann man aber, wenn man möchte, durch alles andere ersetzen. Hier erstelle ich jetzt RZ1 AC, also das Air Condition für RZ1. Und das ist von dem Resource Kind ein External Power Consumer, also irgendwas, was uns Strom kostet, aber nicht nativ im vSphere ist. Wenn wir das erstellen, bekommen wir einen Identifier zurück. Diesen Identifier hier können wir dann weiter nutzen, um Daten an dieses Objekt zu schicken, weil das der Identifier für diesen Zweck erstellte Objekt ist. Dieses Objekt mit Daten zu befüllen, ist auch nicht so kompliziert. Die Calls funktionieren dann so, dass sie hier an die Resource-ID /stats gehen von der ID, die wir gerade generiert haben. Und dann können wir hier eintragen, im Prinzip, was wir wollen, aber man muss im Hinterkopf behalten, dass das hier die Ordnerstruktur der Metriken später widerspiegelt. Also ich habe hier einen Oberordner Sustainability und eine Unter- und eine Metrik Power Consumption. Hier dieser Timestamp noch mitgeben und dann den Value. Das ist dann der Value, den man aus irgendeinem System abgezogen hat, den man dahin pushen möchte. Da könnte man zum Beispiel jetzt auch 250 eintragen und den Timestamp 50 und den Timestamp hier entsprechend anpassen. Das sollte man natürlich verskripten später, wenn man das automatisieren möchte. Hier für Demo-Zwecke läuft es aber auch so. Und dann ist diese Metrik am System. Ich habe das hier auch schon mal vorbereitet für die Temperatur, denn das ist ja auch eine Metrik, die einen vielleicht interessiert. Die Temperatur der Klimaanlage, und so haben wir die beide im System. Das setzt sich ja auch in Relation, also Temperatur, Stromverbrauch, da will ich ja wissen, da kann ich ja auch eingreifen dann, indem ich die Temperatur einregle und dann beobachte, wie meine Stromverbräuche sind. Genau, richtig. Und wo das Ganze dann im System landet, sehen wir hier, nämlich unter dem Open API Adapter, da sehen wir hier, wurde jetzt ein External Power Consumer Type angelegt, und hier finden wir das Rechenzentrum 1 Air Conditioning, von dem ich gerade gesprochen habe. Ich mache hier mal die Metriken zu, die brauchen wir jetzt nicht mehr. Und wenn wir das Ganze aufklappen, sehen wir hier Sustainability, das ist der Ordner, den wir da angelegt haben. Dann haben wir hier schon ein paar vorbereitete Push-Werte für die Power Consumption. Ich habe da einfach zwischen 260 und 220 ein paar Werte gepusht, damit welche im System sind. So würde das dann aussehen, und die Temperatur genauso. Gut, da ist mir die Temperatur zwischendurch ein bisschen hochgeraten. Ja. Aber das System ist im Prinzip das gleiche. So. Also das ist ja schon sehr straightforward. Das heißt, man muss gar nicht viel machen. Man hat die APIs abfragen, also man generiert sich den Token, baut die API-Abfragen zusammen und hat das schon relativ zügig in den Views drin. Also wirklich sehr einfach gemacht, also gut aufgesetzt. Ja, man muss sich auf jeden Fall Gedanken machen, an welcher Stelle man diese Skripte laufen lässt. Ob das eine Pipeline ist, das ist natürlich immer sehr elegant, oder ein separater Server, der die laufen lässt. Aber grundsätzlich ist es sehr einfach und geht sehr schnell, solche Daten ins System zu bekommen. Genau. Also da haben wir ja auch schon diverse Erfahrungen bei Kunden gesammelt, ja, welche Daten relevant sind, welche interessant sind, welche Gegebenheiten wir vorfinden, um dann wie mit den Smart Metern, die ich eben erwähnt habe, noch das ein oder andere hinzuzufügen, um wirklich da steuern und agieren zu können. Ja. Und das Ganze in einem Dashboard, so dass man es auch wirklich schön ablesen kann, über die Zeit verfolgen kann und vor allem auch in dieser großen Ansicht, die drin auch noch zu sehen ist, auch dem Management zeigen kann. Ja. Das Management interessiert die Granularität nicht so, uns aus der Technologie, uns Techies eher schon. Und das große Ganze kriege ich dann auch angezeigt. Wo sehe ich das denn? Um das Ganze zu visualisieren, habe ich auch ein Dashboard vorbereitet. Das sehen wir hier. Und dann nicht das Rückforderung, sondern hier ein Gesamtübersichtsdashboard für die Sustainability. Da sind ein paar Daten, über die wir gerade schon gesprochen haben, drin. Hier zum Beispiel der gesamte Stromverbrauch der Umgebung. Und dann haben wir hier den Stromverbrauch. Das sind im Prinzip die Daten, die wir gerade gesehen haben. Hier der Stromverbrauch der Umgebung
parallel dazu im selben Zeitraum, hier über 6 Stunden, die Temperatur bei 50 Grad. Und hier unten haben wir 3 kleinere Anzeigen, um zu sehen, wie viel CO2 da durch Strom in den letzten 6 Stunden produziert wurde. Die vSphere World liegt da bei knapp unter 100 und die Hardware-Produktionskosten hatten wir auch angesprochen, die habe ich hier auch schon mit drin. Ja. Wie ich die gemacht habe, zeige ich euch aber jetzt, denn das ist so nicht im System vorhanden. Aber jeder, der sich mit Operations auskennt, dem wird das vielleicht was sagen. Dafür gibt es diese Supermetriken und dafür haben wir hier eine Supermetrik. Die Hardwareproduktion über die Hosts. Da gibt es diesen Wert hier, 6360. Das ist ein Average, den ich von der Dell-Webseite habe. So viel Kilogramm CO2 wird im Schnitt für einen Server verbraucht, der produziert wird. Also das hast du vom Hersteller direkt und genau. Ich habe auch mal ein bisschen recherchiert. Das heißt, jeder Hersteller gibt ja sogar mittlerweile für jeden einzelnen Servertypen genau diese Zahlen an. Ne? Genau. Wenn das natürlich mehrere Servertypen in der Umgebung sind, müsste man das hier ein bisschen feingliedriger aufstaffieren. Aber wir haben in dieser Umgebung nur einen Servertyp, was es ein bisschen einfacher macht. Und dann rechnen wir in unserer Supermetrik einfach alle ESX-Hosts, die wir haben, mal die Kilogrammanzahl pro Host und damit bekommen wir quasi das, was über die Produktion all unserer Hosts an CO2 angefallen ist. Das heißt, über die Übersichten kann ich auch mir quasi hochrechnen, wenn ich die Systeme effizienter aufbaue, die Zombie-VMs entferne, die Snapshots entferne und mir dann vorstellen könnte, okay, anstatt mit 10 Hosts das Ganze demnächst mit 8 Hosts fahren zu können, habe ich natürlich hier auch direkt eine Visibilität, was das für einen Effekt auf meinen CO2-Footprint hat. Direkt 12.600 Kilogramm CO2 eingespart. Super. Sind quasi 2 Flieger-Urlaubsreisen, ne? Also geht schnell, ja. Ja, das ist Wahnsinn. Alles klar. Das gleiche habe ich hier auch für die externen Quellen schon mal vorbereitet, also diese Power Consumption. Da ist hier dieser Faktor, den ich vorhin mal angesprochen hatte, 0,43. Im Prinzip auch eine Supermetrik, die darauf basiert, dass wir hier die Power Consumption haben, die wir selber pushen, dann mal den Faktor und daraus kommt dann eine Zahl, die hier in der Vorschau können wir uns das mal anschauen. Z1-AC hier, die dann hier quasi sagt, was war die was war der CO2-Wert, der angefallen ist für meine Klimaanlage. Ja. Genau, in dem Zeitraum. Funktioniert im Prinzip genauso. Dieses Dashboard ist natürlich noch erweiterbar bei Bedarf. Man könnte da noch so Übersichten über die einzelnen Cluster hinzufügen. Das ist aber was sehr Persönliches. Darum ist das erstmal hier noch nicht so weit. Es gibt ja aber auch eine ganze Menge, die im System schon vorhanden ist. Das habe ich ja am Anfang gezeigt. Danke, Sebastian, für die Einführung hier in das Sustainability Dashboard im ARIA Operations. Sehr gerne. Wenn das jetzt nachgebaut werden möchte, dann gibt es dafür einen Blogartikel von dir. Ja, genau, für alle, die keine URLs abtippen wollen. Genau. Nachzulesen unter der Webseite von Evolar und solltet ihr Hilfe benötigen beim Umsetzen oder Fragen haben oder spezielle Anforderungen haben, dann meldet euch einfach beim Sebastian bzw. der Evolar. Wir helfen euch gerne.